das niegelnagelneue Backroad, hört auf den Namen Backroad Plus, und hat hier hinten den klitzekleinen Hecknabenmotor versteckt. Und genau dieses Rad testen wir heute. Wir fahren eine ziemlich lange Schotterrunde und wollen mal die Grenzen von dem Rad und vor allem auch von dem Motor rausfinden. Viel Spaß mit dem Video! Gerade zeigt uns die Mahle App an, dass wir den Akku hier mit 99% geladen haben und die Reichweite wird uns jetzt mit 50 Kilometer angegeben. Die Tour, die wir heute vorhaben, ist aber ein bisschen weiter, knapp 55 Kilometer mit 1000 Höhenmetern und alles auf grob schottrigem Kies. Ich bin mir fast sicher, dass es der Akku nicht schaffen wird und das wird dann nochmal besonders interessant, wie performt das ganze Rad, der Motor, wenn wir den Akku leer gefahren haben. Sind wir mal ganz ehrlich, bei den MTBs haben sich die elektrischen Mountainbikes mittlerweile als eigene Kenngröße und als eigene Kategorie fest zementiert. Bei den Gravelbikes und auch bei den Rennrädern sieht das komplett anders aus. Die Sparte der E-Gravelbikes ist ganz schön klein und hier tummeln sich ziemlich viele verschiedene Ansätze. Wir haben sehr teure Mittelmotoren, wir haben Billo-Hecknabenmotoren und hier der Motor von Mahle, der X35, ist irgendwo in der Mitte. Mit einem Aufpreis auf das normale Alu Backroad von nur 1000 € findet man jetzt also hier das niegelnagelneue Backroad Plus. Für 3500 € hier mit einer GRX 810 zu haben, wohlgemerkt mechanisch. Mit nur 13,5 Kilo Gesamtgewicht ist dieses Gravelbike für ein Gravelbike schon ziemlich schwer. Für ein E-Gravelbike lässt sich das aber durchaus verschmerzen. Und das ist dann nicht nur beim Bikepacken, wenn man hier zum Beispiel eine Passage runterträgt, wichtig, sondern vor allem auch im Alltagseinsatz, wenn man vorhat, das eigene Rad ins Büro oder in die Wohnung im 2., 3. Stock zu hieven. Und das geht mit dem Gewicht ziemlich gut. Und wie machen wir heute den Reichweitentest? Wir machen das Ganze nicht nur im Turbomodus, sondern ich versuche immer zwischen den einzelnen Modi hin und her zu schalten. Ich denke, das ist der realistischere Einsatzbereich, denn hier geht es jetzt darum, wie schaffen wir die 56 Kilometer und wie ist das insgesamte Fahrgefühl. Und gerade fahre ich auch komplett ohne Unterstützung und das funktioniert auch ziemlich gut. Oh, der Lenker ist so geil. Wow. So, die Sonne kommt raus. Es wird wärmer. Wir haben die ersten 16 Kilometer jetzt geschafft. Ich habe immer so moderat zwischen der Eco-Unterstützungsstufe und der U-Unterstützungsstufe hin und her geschalten. U bedeutet, da ist keine Unterstützung, da trete ich also mit reiner Muskelkraft. Interessanterweise gibt es aber auch keinen Widerstand vom Motor. Es fährt sich also wie so ein stinknormales Rad, bloß dass es halt ein bisschen schwerer ist. Wir wollen uns das gleich nochmal beim Bergauffahren anschauen und dann wollen wir es uns auch gleich nochmal beim Bergabfahren anschauen. Jetzt geht es hier auf dem Parkplatz vom Wank Richtung Isterbergalm hoch. Da warten hoffentlich Cars-Press-Knödel auf uns. Und ja, Akkustand 88%. So kann es bleiben. Weiter geht's. So würde ich jetzt ohne Unterstützung fahren. Fahre ich auch gerade. In der App kann ich aber Gott sei Dank jetzt nochmal hochschalten. Bin jetzt in der ersten Unterstützungsstufe Eco. Ja, fahre jetzt mit 7,5 km/h hier ungefähr so den 10% steilen Hang hoch. Und interessant wird es jetzt, ob ich jetzt einen Unterschied spüre, wenn ich zwischen den einzelnen Unterstützungsstufen hin und her schalte. Jetzt hier im Tour-Modus, zweite Unterstützungsstufe, merke ich, dass es leicht besser wird mit meiner Atmung. Und wenn ich jetzt in den Turbo-Modus schalte, ja, dann geht schon noch was. Also der Mahle schiebt schon. Also wir sind jetzt, ich würde schätzen, ja, knapp 500 Meter diesen Hang hier hochgefahren. Und das Ganze hat uns 3% Akku gekostet. Auch mit dem Rumspielen zwischen den Unterstützungsstufen. Jetzt fahre ich mal weiter im Eco-Modus, genieße die Landschaft und lasse meinen Puls auch ein bisschen nach oben schnellen. Don't give up, no, don't give in. Never lose hope, don't let
Wegen E-Bike fahren ist kein Sport. Das ist krass anstrengend. Lieber Scholli. Worüber wir spaßeshalber auch mal kurz sprechen können, während wir diesen 20% Anstieg hier hochfahren, ist die Übersetzung. Die Bikes gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen, einmal mit einer GRX 810 und einmal mit der neuen SRAM Apex. Die GRX 810 hat 11 Ritzel hinten und die SRAM Apex 12, wobei da der große Unterschied ist, dass das kleinste Ritzel bei der Apex 44 Zähne hat und hier bei der GRX haben wir 42 Zähne. Das bedeutet, der kleinste Gang ist bei der Apex ein bisschen kleiner als hier bei der Version mit der GRX. Und das ist nicht nur für die Knie wichtig, sondern auch im Zusammenhang mit dem Motor hier ganz besonders wichtig, weil wenn es mal so richtig steil ist, so wie hier, und man selber nur eine Kadenz von, keine Ahnung, 35, 40 in den Motor reintreten kann, dann reagiert der Motor nicht mehr so gut. Und das bedeutet, bei ganz steilen Anstiegen könnte es sinnvoller sein, auf die Apex zu setzen. Wir sind jetzt fast bei der Esterbergalm. Das ist so ungefähr die Hälfte der Tour. Wir haben um die 500 Höhenmeter und ich habe jetzt hier hoch schon ziemlich oft in den Turbomodus gewechselt, was insgesamt jetzt aber bedeutet, ich habe immer noch 52% Akku und davon bin ich jetzt erstmal überrascht, denn das könnte bedeuten, dass wir den Rest der Tour auch noch schaffen, denn irgendwann soll es mal wieder bergab gehen. Was eines der Highlights von dem Backroad Plus aus Alu hier ist, dass es genau die gleiche Geometrie hat wie das Alu Backroad, also die unmotorisierte Variante. Wer sich mit den Rose-Bikes schon mal beschäftigt hat, die Carbon Backroad-Varianten sind so ein bisschen sportlicher gehalten als die Alu-Varianten und das bereits existierende Backroad Plus mit dem Shimano EP8 Motor ist auch ein bisschen sportlicher von der Geometrie wie dieses Alu-Modell. Und wie ich finde, ist das Alu Backroad eines der besten Einsteiger-Gravel-Bikes, die es überhaupt da draußen gibt. Diese entspannte Körperposition ist wirklich ideal für Einsteiger, aber auch so Mittelklasse-Fahrer, die einfach ein Rad für den Alltag und auch für sportliche Touren suchen. Und hier auf der Backroad fühlt sich unser Backroad auch absolut wohl, denn mit den 44 mm breiten WTB Riddler Reifen können wir hier nämlich auch über den groben Schotter ziemlich gut wegbügeln. Wir haben volle Kontrolle über das Rad, auch bei diesem groben Schotter, und das liegt an der entspannten Körperpositionierung einerseits und andererseits an dem, wie ich finde, wirklich fast schon perfekten Gravellenker. Der ist zwar aus Alu, was ihn nicht ganz perfekt macht, aber im Unterlenker ist hier dieser kleine Knick drin und der macht einfach so viel Sinn. Du kannst im Unterlenker verschiedene Griffpositionen einnehmen, der rutscht nicht und vor allem, wenn du weit hinten greifst, hast du immer noch mega gut Kontrolle, weil dieser Hubbel hier in den Handballen hineindrückt. Ja, immer noch 46% Akku. So, bereit für die Abfahrt. Ein weiterer Grund, warum der Hecknabenmotor hier sich ein bisschen anders anfühlt als jetzt ein Mittelmotor, ist, dass ein Mittelmotor weit mehr Sensoren hat. Da wird die beidseitige Drehmomentseingabe vom Fahrer gemessen, die Trittfrequenz wird verrechnet und so baut sich die Leistung auf. Und das ist anders beim Mahle-Hecknabenmotor. Der X35 arbeitet so, dass ein Sensor bemerkt, wenn sich die Kassette schneller als die Narbe dreht und dann schiebt die Narbe an. Und der Fahrer ist nicht darauf angewiesen, dass er viel Drehmoment aufs Pedal selbst gibt, um auch viel Drehmoment vom Motor zu bekommen, sondern der Motor schiebt immer stumpf mit genau dem Drehmoment ein, das die jeweilige Unterstützungsstufe erlaubt. Und das ist erstmal ungewöhnlich und ungewöhnlich ist auch, dass der Motor so ein Stück weit nachschiebt, wenn man aufhört zu treten.
Vom Design her ist das Rad auch objektiv gesehen, finde ich, durchaus gelungen. Die abgeschliffenen Schweißnähte an dem Alurahmen bedeuten zwar für Rose die Extrameile und sind wahrscheinlich auch in der Produktion nicht allzu günstig, machen aber durchaus was her und geben dem Rad auch so einen einzigartigen Look, das auf den ersten Blick gar nicht erkennen lässt, dass es einen Alurahmen hat. Auch die Integration von dem Remote hier oben im Oberrohr finde ich ziemlich hübsch gemacht. Allerdings stört mich hier diese kleine Schraube. Ob man die nicht auch vielleicht integrieren hätte können, ich weiß es nicht. Die Farbe ist auf jeden Fall ein riesen Hingucker und unterscheidet sich auch von den eher gedeckten Farben der anderen Backroad-Modelle. Die grüne Farbe hier heißt Seafoam Green. Eine zweite erhältliche Farbe ist so ein Beige, Sandy Taco heißt das Ganze. Und wird es, wie gesagt, in zwei verschiedenen Ausstattungen geben. Hier die GRX 810 Ausstattung mechanisch und die SRAM Apex mechanisch. Und damit sind wir in einer sehr spannenden Preiskategorie. Hier für 3.500 € kriegt man die Version mit der GRX-Schaltung. Für 3.400 € gibt es schon die Version mit der SRAM Apex-Schaltung. Wir haben eine Carbongabel hier vorne, bekannt vom normalen Backroad, genauso wie das zulässige Gesamtgewicht, 120 Kilo. Dürfte auch für den einen oder anderen Langstreckenabenteurer interessant sein. Und was wir gerade beim Bergabfahren auch gemerkt haben, das Rad kann sehr schnell und sicher bergab gefahren werden. Grund dafür die relativ breite Innenmaulweite von den eigenen Rose G30 Felgen mit der Innenmaulweite von 25 mm sind die auch bei höheren Geschwindigkeiten auf Kies immer noch super gut zu kontrollieren. Und als wir jetzt hier runtergefahren sind zum Weichensee, sind wir auch viel auf diesen geschlängelten Teer- bzw. harten Kiesstrecken unterwegs gewesen und waren da oft über der 25 km/h Schwelle. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Schwelle zur Einordnung von der Qualität von E-Bikes, denn hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Und ich war angenehm überrascht, dass der Mahle X35 hier überhaupt keinen Drag, keinen Widerstand vom Motor hat, den man mittreten muss, sondern der läuft wie ein stinknormales Rad einfach so die ganze Zeit. Mit dem Vorteil, dass er eben ein paar Gramm mehr auf die Waage bringt und das schiebt einen dann auch bergab schön an. Was Rose hier auch wieder cool gelöst hat, ist die integrierte oder semi-integrierte Kabelführung. Denn die Kabel laufen jetzt nicht durch den Lenker, sondern sie verlaufen am Lenker entlang und dann unterm Vorbau ins Steuerrohr. Und das hat zum einen auch den Vorteil, dass es nicht ganz so teuer ist, weil man nicht einen speziellen Lenker dafür bauen muss. Und zum anderen auch, dass man die Lenker leichter tauschen kann und auch die Vorbaulänge besser auf die jeweiligen Bedürfnisse anpassen kann. Was mir beim Bergabfahren auch mega gut gefallen hat, war neben den Reifen auch die extrem gute Dosierbarkeit der GRX 810 Bremsen. Hier mit richtig großen Scheibenbremsen. Ungewöhnlich für ein Gravelbike, aber bei einem E-Bike mit 13,4 Kilo macht es durchaus Sinn. Vorne haben wir eine Bremsscheibe mit 180 mm sogar und hinten haben wir 160 mm. Und wir düsen jetzt vom Weichensee weiter entlang Richtung Endpunkt. Das sind nochmal so 20 Kilometer und da bin ich gespannt, ob wir die restlichen 20 Kilometer mit der Akkukapazität von knapp 27% noch schaffen. Angekommen im Ziel. Und während sich hier um uns herum das Gewitter zusammenbraut, wagen wir mal ein Fazit. Wie hat sich das Fahrgefühl vom neuen Rose Backroad Plus angefühlt? Kann man es empfehlen? Wem kann man es empfehlen und wem kann man es vielleicht nicht empfehlen? Ich bin tatsächlich mehr als begeistert davon. Ich habe viel erwartet, weil ich die Geometrie von dem Alu Backroad wirklich zu schätzen weiß. Und genau wie das Alu Backroad macht dieses Rad auch extrem viel Bock. Die Reichweite ist jetzt hier mit 59 Kilometern im Test und 1000 Höhenmetern doch weitaus weiter ausgefallen, als ich es jetzt eigentlich diesen 245 Wattstunden Akku zugetraut hätte. Es gibt natürlich noch einen Range Extender, den man auch noch mit reinspaxen kann von Mahle. Da kommen dann auch noch mal 208 Wattstunden im Trinkflaschendesign im Rahmen unter. Und ja, ich finde dieses sleeke Design vom Hecknabenmotor geht nicht auf Kosten
vom Fahrgefühl und das überrascht mich dann doch etwas. Ich hätte gedacht, dass das Gewicht, das jetzt hier vor allem hier hinten um die hintere Narbe herum positioniert ist, beim Bergabfahren stört und das ist absolut kein Problem mit dem breiten Reifen, mit der breiten Innenmaulweite von den Felgen gewesen. Ich glaube, das ist ein Rad, was im Alltagseinsatz ebenso viel Spaß macht wie auf sportlichen Touren und insgesamt ein sehr, sehr geiler Allrounder ist, was den Geldbeutel schonen kann. Und für wen ist das Backroad Plus nicht gedacht? Turbo-Modus-Liebhaber sollten sich durchaus bewusst sein, dass sie mit den 40 Newtonmeter Drehmoment von Mahle X35 etwa die Hälfte des Drehmoments von den klassischen Mittelmotorsystemen wie Shimano EP8 oder Bosch CX bekommen. Das bedeutet, dass auch die Leistung am Berg, insbesondere auch was längere Anstiege angeht, auf Dauer abnimmt und deswegen ist man auf dem Mahle bzw. dem Backroad Plus schon deutlich sportlicher gefordert als jetzt mit anderen E-Bikes. Wer das verkraften kann bzw. sich sogar wünscht, ist aber mit dem Bike komplett auf der richtigen Seite. Was sagst du zu dem Rad? Würdest du es gerne mal ausprobieren? Würdest du lieber die Version mit der GRX nehmen? Ich zum Beispiel würde eher die nehmen, wegen den Schallbremshebeln. Und wenn du weitere Videos wie das hier sehen willst, würde ich mich freuen, wenn du dabei bleibst. Und vor allem würde ich mich freuen, wenn du das Rad, wenn du es kaufen möchtest, über den Affiliate-Link in der Videobeschreibung kaufst. Denn dann kann ich mir einen Kameramann wie Holger weiterhin leisten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Ciao.